Hallo Leute, das Projekt C63 geht weiter. Oh, jetzt kommt hier so schön die Sonne rein hier. Mensch, ein wunderschöner Tag draußen. Ja, der C63 hat ja jetzt schon so einige Veränderungen bekommen. Sprich, Folie, Felgen wurden lackiert, der Grill wurde foliert. Ja, und jetzt geht es weiter im Interieur. Lasst euch da mal überraschen. Im Laufe des Videos seht ihr, was ich da jetzt so machen lasse. Bitte verzeiht, der Wagen ist extrem dreckig. Ich muss den jetzt gleich noch waschen fahren. Ich war gestern damit noch auf einer Ausfahrt. Und ihr seht, ja, sehr viel Dreck da am Kleben. Ich fahre jetzt nach Leverkusen zu ECD Performance. Und da geht's dem C63 dann innen an den Kragen. Und ich lasse ihn dann auch da stehen, bekomme noch einen Ersatzwagen da. Ich fahre jetzt erstmal los. Ich bin mal wieder viel zu spät dran. So, da sind wir. So, André von ECD Performance. Guten Tag. Guten Tag. Was heißt eigentlich ECD Performance? Ja, also damals, ECD. ECD hieß eigentlich Exclusive Car Detailing. Okay, Performance, cool. Ja, wir machen ja auch ein bisschen was mit Auspuff und Leistungssteigerung mit 7 Motorsport, deswegen das passt schon jetzt gut dazu. Okay, und ihr macht halt Fokus Interieur, ne? So, Auf jeden oder Fall, also hauptsächlich Exterieur. auf jeden Fall machen wir halt Interieurteile und auch komplette Innenausstattungen mit Carbon, mit Alcantara, Leder. Wir haben jetzt so beschlossen, ich stelle das Auto hier hin und er darf machen, was er will. So sieht's aus. Das Einzige, was wir ausgesucht haben, waren die Nähte und das Alcantara, weil ich wollte halt, dass es farblich im Interieur gleich bleibt und nicht irgendwie Genau, da so. wir machen den nicht komplett, wir passen Genau. wirklich alle ein bisschen an, ne, an das, was schon besteht vom Werk aus. Und, also ich würde sagen, ja, komm mal kurz näher ran. Wir fangen erstmal mit den Sitzen an. Und zwar, erstmal so zum Verständnis. Die Sitze sind ja mit Alcantara hier, mit Leder außen. Das behalten wir bei. Wollen wir hier ein bisschen Muster machen? Wer weiß das schon. Bisschen Muster. Genau, und das Sternchen. Gleiche, genau, und Sternchen ist super. Und das gleiche wollte ich halt auf die Türverkleidung übertragen. Okay. Dass wir hier in der Mitte auch was mit Alcantara machen. Weil aktuell ist das ja hier noch Kunstleder, ne? Genau, das ist alles Kunstleder, das ist alles gleich. Und ich würde sagen, das wird ganz geil passen, weil du hast dann hier Alcantara-Leder und dann hast du hier Alcantara-Leder. Also ich glaube, das ist schön. Ich bin gespannt. Wir wollten auch ein paar Akzente mit Carbon machen, weil Ui. du hast ja schon das große Carbon-Paket bestellt. Ja gut, das große. Ich habe das, was im Ja. Interieur ging, an Carbon bestellt. Das, da muss ich vielleicht mal dazu erklären, Ja. bei Mercedes, also bei dem hier, sprich, ist das dann tatsächlich nur hier die Mittelkonsole und das Lenkrad. Mehr ging halt nicht, ne? Und, aber Carbon dauert halt lange, ne? Hast du gesagt. Deswegen Ja, das lasse ich ihn ist jetzt schon- auch länger hier stehen. Das ist schon die Trockenzeit, das ganze Schleif, das dauert schon ein bisschen. Deswegen haben wir ja gesagt, ungefähr 2 Wochen. Ne? Wer weiß, was wir alles machen. Vielleicht kommst du wieder, hast du ein ganzes Carbon-Paket. Ich lasse dir einfach die Kamera hier und dann lässt du mal deine Mitarbeiter zwischendurch mal filmen, Gerne, können wir gerne was du machen. hier so machst. Ja. Und jetzt erklärt euch für den nächsten Teil im Video der André erstmal, was hier so passiert, ne? Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem M4. Schön. Ich würde sagen, damit bin ich adäquat unterwegs die nächsten Tage, oder? Ich würde auch sagen, ja. So, Das bin passt. gespannt, wie mein Auto dann aussieht, wenn ich wiederkomme. Tschö. Ciao. So, wir haben das Auto zerlegt, komplett. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Achtung. Gut, das ist jetzt nicht alles raus, aber für das, was wir vorhaben, ist das ausreichend. Ja, wir haben hier noch ein paar schöne Teile und zwar, ja, eigentlich haben wir ja wenig zerlegt, wenn man so will, ne? Aber guck mal, wie viele Teile wir hier alles rumliegen haben. Das gehört noch alles zusammenzubasteln. So sehen die Bezüge original aus. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier Rauten einsetzen. Finde ich ganz cool. Ich glaube, diese 4 auch. Werden wir sehen. Ja, wir gucken uns mal an, was wir jetzt gemacht haben. Ja, als erstes haben wir so Matten vorbereitet. Das ist ein echtes Alcantara. Wurde alles markiert und vorgenäht mit Schaumstoff. Ja, das Ganze machen wir natürlich für jeden Sitz, für jede Sitzfläche, Sitzlehne und für die Türverkleidung. Und genau, die Türverkleidung kommt dann gleich dazu. Danach wird das Ganze mit Schablonen angepasst, zusammengenäht und drüber bezogen. So, wir haben hier eine Lehne von der Rücksitzbank. So sah das Ganze aus und so sieht das jetzt aus. Ja, wir haben hier noch 2 wunderschöne Aluminiumleisten. Die sitzen normalerweise hier und da.
Und die werden auch dann bezogen und nicht mit Carbon. Wir haben uns überlegt, dass also die Leisten in Alcantara zu machen, weil hier ja die ganze Mittelkonsole schon in Carbon ist. Ich denke, das beißt sich ein bisschen. Also hier im Sitz sitzen normalerweise ja Plastikblendenabdeckungen und wir haben uns überlegt, da die Sophia schon im Interieur ein bisschen Carbon hat, wir wollen das ein bisschen erweitern und deswegen zeigen wir euch oben, was wir damit alles machen. Wir sind jetzt in einem Carbon-Labor, in einem Carbon-Raum, wo wir die Carbon-Veredelung machen. Wir haben hier ein paar Bauteile von der Mercedes, von der C-Klasse. Die Teile sind schon aufgelegt, also die Carbonmatte, das Carbongewebe ist aufgelegt. Vielleicht kann ich euch mal die Matte mal zeigen. Also, wir haben hier schönes Carbongewebe. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist keine Folie. Hier siehst du auch ein bisschen, dass die einzelnen Fasern. Die Kunst dabei ist, die Matte so hinzulegen auf das Bauteil, dass man keine Verzerrungen hat. Der erste Schritt war halt, die Matte aufzulegen. Danach pinseln wir das ein, damit das hart wird. Und danach schneidest du die Form ein bisschen vor, so dass wir ungefähr wissen, wie das Bauteil aussieht. Und danach kommen ungefähr 10 Schichten oder 12 Schichten Harz, je nach Bauteil, bis es dann irgendwann mal komplett voll ist und wir es nachher komplett in die Form bringen können. Dann schneiden wir es komplett fertig und dann geht das in den Ofen und wird lackiert, so auf die Schnelle. Wir brauchen für ein Bauteil, es ist auch egal, ob groß oder klein, für die ganze Verarbeitung brauchen wir ungefähr 2 Wochen. Inklusive Trockenzeit, inklusive Ofenzeit und Lackierarbeit natürlich dann dazu. Also so sieht das Bauteil aus, wenn es einfach nur aufgelegt ist. Und dann haben wir hier noch ein Beispiel. Man pinselt nachher ein, bis das Bauteil so aussieht. Sieht natürlich nicht so ganz toll aus mit einem Rand, aber das muss nachher geschliffen werden komplett, gefräst. Hier wird komplett alles gefräst, bis die Form komplett perfekt ist. Und danach geht das in den Ofen und danach wird das lackiert. Ja. Neuer Tag, neue Teile, würde ich sagen. Diesmal geht es um die Interieurleisten von, natürlich vom C63 AMG. Die sitzen hier vorne, das ist so rum. Ne? Und hier ist das Display, der Monitor in der Mitte. Wir werden die jetzt mit Alcantara beziehen. Dazu müssen wir die erstmal zerlegen. Habe ich natürlich vorher gemacht. Das ist alles einzeln. Die Aluminiumleiste, Chromleiste, Grundgerüst, sage ich mal. Das gleiche nochmal hier. Um das Ganze beziehen zu können, müssen wir erstmal hier was wegnehmen. Material wegnehmen, weil es nachher nicht zusammenpasst. Also es wird natürlich alles ein bisschen dicker. Deswegen müssen wir hier was wegschleifen. Ja, dann das Ganze anschleifen und dann wird es bezogen. Jetzt kommt das echte Alcantara drauf. Gibt es in verschiedenen Varianten, sage ich mal. Ne? Für die Sitze verwendest du halt mit Schaumstoff oder mit Rücken. Das ist jetzt so zum drüberziehen. Ja, warum nehmen wir die Rolle und nicht eine andere? Weil wir die Farbe an die originale Sitze und das Lenkrad vom Mercedes angepasst haben, damit das Ganze alles zusammen harmoniert. Ja, der nächste Schritt wäre jetzt Material zuzuschneiden und danach verwenden wir halt einen hitzebeständigen Kleber, um das Ganze drauf zu bekommen. Ja, da haben wir 2 Bezüge. Die sind jetzt noch lose, natürlich werden die auf den Sitz quasi angepasst und eingeklipst. Ja, wir haben hier einmal den neuen Bezug. Wir haben hier nur die Mitte geändert. Hier ist der alte Bezug. Ich finde das von der Optik natürlich echt wesentlich geiler. Vor allem dieser Wischeffekt, den hast du auch noch hier. Ja, kommt ein bisschen besser zur Geltung. Ich glaube, das werdet ihr gar nicht sehen, aber ich erwähne das einfach nur so, dass Mercedes und auch andere Hersteller verwenden gar kein echtes Alcantara. Ne? Die nehmen einfach einen Dynamica, das ist etwas günstiger in der Herstellung. Gut, kann man machen, die können das, wir nicht. Deswegen verwenden wir echtes Alcantara oder Original Alcantara aus Italien, genau. Du siehst den Unterschied eigentlich nach ca. 5000 Kilometer, denke ich mal, nach 10.000 Kilometer ist die Abnutzung natürlich bei dieser Variante, bei Dynamica,
wesentlich höher als bei echtem oder originalem Alcantara. Da haben wir die Sitzfläche, die gehört natürlich auch zu dem Sitz. Das kommt natürlich hier unten runter. Sieht schon geil aus. Was hier eigentlich noch fehlt, ist die Carbon-Spange, beziehungsweise erstmal allgemein die Spange. Die haben wir ja in Carbon gemacht und die Bauteile, alle Carbon-Teile sind jetzt im Ofen. Ja, ich würde sagen, den ganzen Sitz bauen wir jetzt zusammen und dann zeigen wir mal, wie das Ganze aussieht. So, schon fast dunkel. Mensch, der Winter. Da steht er auch schon. Hallo! Ja, willst du sehen, wie das aussieht? Bist du Ja, aufgeregt? auf jeden Fall. Ja? Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich würde dann sagen, Welche gehen wir Seite nehmen wir? Ich würde sagen, die Fahrerseite ist Okay. immer am coolsten mit dem Lenkrad, mit allem drum dran. Ne? Und los! Und, was sagst du dazu? Ja, absolut mega. Also das hätte ich habe es erwartet, dass es besser aussieht. Das aber wollte ich hören. Ich hätte doch nicht erwartet jetzt, wenn man das so zusammengebaut sieht, dass das doch so einen krassen Unterschied ergibt. Ja. Vor allen Dingen jetzt diese Kombination mit dem Alcantara und den Carbon, wenn man das so zusammen sieht. Du hast ja, so wie ich sehe, das Carbon-Paket noch etwas erweitert. Das sieht so verdammt gut aus und viel, viel hochwertiger. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar, wir haben kleine Bezüge für die Anschnaller, genau, haben wir gemacht. Und ich würde sagen, wir bauen die mal ein in derselben Optik. Ganz Sie einfach so zum einfache. Drüberziehen jetzt, oder? Genau. Ja, so sehen die aus, die Teile. Die werden einfach nur drüber bezogen. Gibt es für verschiedene Modelle. Könnt ihr bei uns im Shop bestellen. Ja, ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, wie findet ihr das neue Interieur von meinem AMG? Was würdet ihr an eurem Auto zum Beispiel im Interieur gerne verändern? Und schaut auch gerne auf dem YouTube-Kanal von ECD Performance vorbei und vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ciao!